So, und jetzt kommt das Letzte, bevor wir alle schön uns irgendwo jetzt hinlegen werden oder sonstiges und nochmal uns auf Montag freuen. Soundcheck. Herzlich willkommen, es ist Sonntag und ein neues Video und heute habe ich eine fette Überraschung für euch und heute seid ihr mittendrin, ihr seid dabei. Ich hatte ja mal bei Instagram was hochgeladen, weil ihr habt Fragen gestellt, die ihr beantwortet haben wollt. Und zwar geht es heute um die beiden SUV-Ikonen schon, um die Erzfeinde, um Italien. Es geht nämlich heute um den Lamborghini Urus gegen den Ferrari Puro Sangue. Neuwagen, Ende 2023 auf den Markt gekommen, liegt ungefähr das Auto, was wir jetzt hier haben, bei 530.000 Euro. Urus, der hat neu ungefähr 270.000 Euro nur gekostet. Er hat einen V8 Turbomotor, hier haben wir einen 12-Zylinder Saugermotor, hier haben wir 650 PS bei den Urus, bei den Ferrari haben wir 725 PS. Natürlich reden wir hier über ein Auto, was natürlich zeitgemäßer ist, weil das Auto ganz frisch auf dem Markt ist. Nichtsdestotrotz hat der Urus, obwohl er 2018 auf den Markt gekommen ist, extremst viel digital und vor allem immer noch zeitgemäß. Das heißt, du setzt dich hier rein, es ist noch kein altes Auto. Und das zeigt auch der Markt. Immer noch werden die Urus extremst gut gehandelt. Immer noch die Neuwagen wie Performante oder auch der Urus S werden auch noch über Liste gehandelt. Das spricht für ein Modell, was seit circa 6 Jahren auf dem Markt ist, spricht einfach dafür. Aber wir reden auch hier über knapp die Hälfte. Im Aftermarket-Bereich, also wenn du das Auto nicht direkt von Ferrari bekommst, zahlst du hier zwischen 800.000 bis 1 Million Euro bei den Ferrari. Bei den Lamborghini zahlst du für ein super Modell um die 360.000 Euro. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Beide Autos kommen aus Italien. Hier ist natürlich ein bisschen Ingolstadt mit drin. Ne? Das ist ja kein Geheimnis, ist ja einfach so. Und beide Autos haben was gemeinsam. Also die haben eine andere Karosserie einfach aufgesetzt bekommen. Hier reden wir über den Q8. Und hier reden wir über den Ferrari 812. Es sind nicht absolut neue Autos, die auf den Markt gekommen sind, aber trotzdem SUV-Welle ohne Ende. Das ist wie in den Anfang 90er, wo jeder ein Kombi fahren wollte, will jeder jetzt zurzeit ein SUV fahren. Ob die beiden Autos jemals so geländetauglich sind, mag ich zu bezweifeln. Die können schon sehr viel, die können extrem viel, aber so richtig als Geländewagen würde ich die nicht bezeichnen. Deswegen heißen sie auch SUV. Beide Autos haben 3 Jahre Werksgarantie vom Werk, aber jetzt kommt's. Nur 3 Jahre Service for free bei den Lamborghini, wenn ihr den jetzt neu kauft. Und bei den Ferrari habt ihr 7 Jahre Service for free. Es ist ein 12-Zylinder, es ist kein Spaß. Da würde so ein Service um die 1.500 bis 3.000 Euro kosten pro Jahr. Mal 7 spart ihr bis zu 21.000 Euro. Das ist schon krass. Das wäre natürlich ein Dacia Duster. Jetzt inzwischen, die sind ja richtig teuer geworden, vielleicht so ein 6 Monate altes Auto. So, jetzt geht's weiter. Erste Frage, Ferrari, ob das Auto limitiert ist? Nein, es ist nicht limitiert, aber verdammt gedrosselt. Das heißt, es kann nicht jeder zu Ferrari rennen und sagen, ich möchte ein Puro Sangue haben. Da sagt Ferrari, okay, cool, dass du das Auto haben möchtest, aber zeig uns ja mal deine Historie. Wie viele Ferraris hattest du? Wie viele Ferraris hast du noch im Besitz? Und dann wird ausgewertet, ob du ein Auto bekommst. Und wenn du dann ein Auto bekommst, kannst du 3 bis 4 Jahre darauf warten. Aber limitiert ist es nicht. Und genau das Gleiche gilt für den Lamborghini Urus. Das Auto ist nicht limitiert, auch der Performante ist nicht limitiert. Zurzeit gehen die Hersteller ja von diesen Limitierungen ein bisschen weg. Die gehen aber auf Limitierungen in Sachen Produktion. Das heißt, die produzieren dann so ein Auto dann nicht ewig, sondern nur eine bestimmte Phase. Aber auch bei den Lamborghini Urus müsste eine gute Historie haben bei Lamborghini, um einen Urus zu bekommen. Aber die Wartezeit ist auch bei den Urus irre lang, irre lang. Und da kommt noch was dazu. Bei beiden Autos, wenn ihr einen Vertrag unterschrieben habt, müsst ihr anzahlen, und zwar ordentlich Geld anzahlen. Und dann müsst ihr einfach warten, 3, 4 Jahre lang. Und dann ist einfach alles ungewiss. So, weiter geht's. Warum? Puro Sangue genannt. Puro Sangue übersetzt bedeutet Vollblut und es soll die DNA von Ferrari durch und durch zeigen. Das heißt, alle Ferrari-Modelle, die wir bisher hatten, von Oldtimer und so weiter, klassisch bis neu, soll in dieses Auto
drin sein. Du sollst dich reinsetzen, du sollst sofort daran denken, aha, ich habe einen 12-Zylinder. Du sollst dich aber auch an den Sportwagen Ferrari erinnern. Es soll dich komplett packen, aber jetzt kommt noch dazu, dass du 4 Sitze hast und noch ordentlich Platz. Was hier natürlich dazu gekommen ist, dass du auch noch hoch sitzt und permanent Allrad hast. So, nächste Frage. Zielgruppe, Verarbeitungsqualität und meine persönliche Meinung. Die Zielgruppe, du musst reich sein. Das ist das Erste. Weil das Auto zu kaufen ist eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich die Unterhaltung. Spritverbrauch, Versicherung, Steuer und so weiter. Und wenn du das Auto dann noch anfängst zu finanzieren, was in dem Segment eigentlich gang und gäbe ist, hast du zurzeit eine Rate von ca. 6.000 bis 9.000 Euro, die du nur haben musst, um dein Auto zu bezahlen. Da hast du noch nichts gegessen, hast noch keine Miete bezahlt, hast noch gar nichts gemacht. Nur das Auto. Was Design betrifft, okay, es ist die neue Generation Ferrari, drinnen alles digitalisiert. Ihr könnt ja ein paar Folgen zurückgehen, das blenden wir euch auch ein, damit ihr euch das anschauen könnt. Da haben wir das Auto richtig unter die Lupe genommen. Das muss man mögen. Ich als Ferrari-Fan stehe mehr auf die klassische Version, dass mein Drehzahl noch analog war, dass ich die Farbe aussuchen durfte, dass sie das jetzt digital gemacht haben, bin ich nicht so ein Fan, aber das ist Geschmackssache. Und über Design zu sprechen, ist immer Geschmackssache. Die Lackierung könnte immer besser sein bei Ferrari. Liebe Ferrari-Jungs, nehmt mir das nicht übel, aber lackieren konntet ihr noch nie, könnt ihr auch nicht. Aber trotzdem, ihr könnt Emotionen verleiten, ihr könnt geile Technik bauen, das könnt ihr richtig gut. Was den Urus betrifft, Zielgruppe bei den Urus, ist natürlich, ich würde sagen, der dynamische, der jüngere Kunde, definitiv. Aber wir können hier gar nicht so von gleicher Zielgruppe sprechen, weil über Zielgruppen zu sprechen, wo ein Auto fast doppelt so teuer oder 3-mal so teuer ist, das wäre fatal. Jetzt kam eine richtig coole Frage. Gibt es für das Auto, für den Ferrari Puro Sangue, Anhängerkupplung? Nein, zurzeit nicht bestellbar, gibt es nicht. Aber lasst, ohne Scherz, bei den Urus gibt es es. Und das Auto hat sogar eine Anhängerkupplung. Das ist schon mal ein riesen Pluspunkt, falls du deine Pferde ziehen musst. Kannst kein Ferrari kaufen. Platzangebot, Rücksitzbank. Ja, da schauen wir uns an. Haben wir hier einmal natürlich, jetzt kommen wir, ein Punkt, wo dieses Auto natürlich moderner ist. Geht erstmal elektrisch auf. Dadurch, dass die Türen so aufgehen, kann man natürlich besser einsteigen. Gar keine Frage. Man hat hier 2 Einzelsitze, also eigentlich so Business Seats, und man sitzt hier hinten richtig gut drin. Und wenn ich jetzt gar keinen Bock mehr auf Lukas habe, drücke ich hier auf den Knopf und ciao. Das ist natürlich geil. Und bei den Urus hier natürlich klassisch aufreißen, ne? Richtig. Genug Platz, entspannt, habe sogar mein Rear Entertainment hier hinten drin. Es ist alles markanter, alles so hier kräftiger. Das ist halt Lamborghini, aber vom Platzverhältnis her würde ich sagen, sind beide okay, sind beide gut. Der Lamborghini hat einen Tickel mehr Platz, definitiv. Und was Kofferraum betrifft, zack, elektrisch. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der SUV, wow, perfekt. Nein, aber es reicht. Und da war ja auch eine Frage, ob ich hinten reinfasse. Da hasse ich euch für. Aber ich setze mich trotzdem rein. Passt du in den Kofferraum? So. Alter. Ja, ich könnte das so, aber ich passe rein. Ist kein Problem. Zumachen wäre jetzt schwer. Das machen wir nicht. Okay? Weil dann wäre das kein schöner Sonntag. Bei den Urus. Mal gucken jetzt hier. Aha, Taschen. Aber deutlich mehr Platz. Deutlich mehr Platz hat der Urus, definitiv. Definitiv. So, die nächste Frage war von euch, ob ich den Ferrari Puro Sangue als Coupé betrachte oder als SUV. Selbst die Ferrari-Jungs können euch das nicht beantworten. Ich war unterwegs und habe da ein paar Ferrari-Jungs getroffen und meinte, Alter, was habt ihr eigentlich für ein Auto gebaut? Was ist das für ein Auto? Und die konnten mir das nicht genau bezeichnen. Aber wenn ich mir das Auto jetzt so anschaue, würde ich es nicht als Coupé bezeichnen. Ich würde es als einen klassischen SUV bezeichnen. Ich würde mehr den Urus als Coupé bezeichnen, weil er hinten viel, viel doller abfällt. Aber das könnt ihr mal entscheiden. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr denn? Ist der Ferrari ein SUV-Coupé oder ein Normal-SUV? So, nächste Frage. Ist der Puro Sangue ein besserer Invest als der Urus? Zurzeit ja, definitiv. Weil wenn du siehst, dass du ca. 530.000 Euro einsetzt und das Doppelte dafür ca. wieder bekommst oder weit
über 300.000 € Gewinn damit machst, natürlich ist es das bessere Auto und bessere Invest zur Zeit. Aber langfristig gesehen, ob er in 4, 5 Jahren oder wie bei den Urus in 6 Jahren immer noch die Preise erzielt, die er jetzt erzielt, das mag ich zu bezweifeln. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage, Preis-Leistungs-Verhältnis. Schwer, echt schwer zu sagen, gar keine Frage. Natürlich feiere ich den Ferrari, was die Technik betrifft. Es ist alles neu, du setzt dich rein, es ist alles auf dem neuesten Stand, es macht Spaß, du entdeckst was Neues. Es sind so viele Faktoren, die natürlich für den Ferrari sprechen. Aber ich glaube, dass langfristig mein Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Urus ein bisschen stabiler bleibt, weil das Auto bisschen mehr SUV-like hat und ein bisschen mehr Emotion verleitet und ein bisschen greifbarer ist. Ich bin, was 12-Zylinder Allrad Ferrari betrifft, durch den FF und durch den GTC Veloso ein bisschen vorsichtig, definitiv. Aber nichtsdestotrotz könnte das Auto durch die Decke gehen, aber das wird die Zeit entscheiden. So, und jetzt kommt das Letzte, bevor wir alle schön uns irgendwo jetzt hinlegen werden oder sonstiges und nochmal uns auf Montag freuen. Soundcheck. Okay, jetzt fangen wir an. Starte! Ja, da ist es. Und jetzt gib mal Gas. Oh, Alter! Okay, also der brüllt. Gib mal noch mal. Okay, und jetzt gehen wir rüber zu den Urus. Da musst du einmal auf Corsa gehen, weil hier waren wir im Sportmodus. So, und der kommt sofort so, wie ich... Ja, guck mal. Weißt du, wie sich der... Warte. Das hört sich jetzt so an, wenn ihr am Hamburger Hafen seid und so eine Hafenrundfahrt machen wollt. So ein Kutter. Und jetzt gib mal Gas. Okay. Also brauchen wir nicht diskutieren. Soundcheck geht ganz klar an den Lamborghini Urus. Definitiv. So, jetzt kommt's. Fazit. Welches Auto ist das bessere Auto? Wisst ihr was? Das kann ich euch gar nicht sagen. Das müsst ihr selber erleben. Kauft euch den Ferrari Purosangue, meldet euch bei mir. Könnt ihr bei mir kaufen. Oder den Urus und dann entscheidet das selber. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.